diesem Video lernst du, wie du deine Fettleber umkehren kannst und dein Bauchfett verlieren. Ohne Medikamente, ohne Supplemente, ohne Hungern und in nur wenigen Wochen. Dein Arzt verschreibt dir Vollkornbrot und fettarme Diäten, die deine Leber zur Fettfabrik umbauen. Die Wahrheit ist, jede Scheibe gesundes Vollkornbrot verwandelt sich in deiner Leber zu mehr Fett als ein Stück Butter. Ich habe die besten 8 YouTube-Videos von Top-Experten zum Thema Fettleber analysiert. Und die Lösung ist eindeutig. Big Food füttert dich mit der gleichen Methode, mit der Gänse für Stopfleber gemästet werden. Getreide. Der wahre Feind heißt De Novo Lipogenese. Und ich zeige dir, wie du diesen Teufelskreis in wenigen Wochen durchbrichst. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Und das mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Heute sprechen wir über ein stilles, aber brandgefährliches Problem, die Fettleber. Um dir die absolut besten und wissenschaftlich fundiertesten Informationen zu liefern, habe ich mir die Arbeit gemacht und die 8 erfolgreichsten englischsprachigen YouTube-Videos zum Thema analysiert. Wir reden hier von Top-Experten wie Dr. Jason Fung, Dr. Ken Berry und Dr. Stan Ekberg und noch weiteren. Ich habe ihre Ratschläge zusammengefasst und das Beste aus 100 Minuten an Content in diesem einen Video für dich auf den Punkt gebracht. Und das Ergebnis dieser Analyse ist absolut eindeutig. Die Ursachen und damit auch die Lösungen für eine Fettleber lassen sich klar priorisieren. Wie du hier siehst, entfallen 60% aller Empfehlungen auf die Ernährung, knapp über 35% auf den Lifestyle und nur knapp 6% auf Bewegung. Und genau dieser datengestützten Priorität werden wir in diesem Video folgen, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich Ergebnisse bringt. Mindestens 25% aller Menschen sind von dem Thema Fettleber betroffen, aber bevor wir tief eintauchen, müssen wir klären, wie erkennt man überhaupt, ob man betroffen ist? Oft gar nicht, denn es ist wirklich ein stilles Problem. Aber es gibt ein äußeres Anzeichen, das viele übersehen. In someone like me, I'm 33 years old now. When does the damage begin? It starts right now. It starts right now. As soon as you're around 30, you're already starting to have trouble. You have to. But you know, this is what I do. I look at that patient walking into my room, and if I see that he's got a belly sticking out, I already know he's probably got insulin resistance because all the fat is in here. Because the fat that's in the stomach, sideways, he looks terrible. From the back, he looks great. His waist is increased. He doesn't have all the fat everywhere else in his body. That's the phenotype of somebody who has hyperinsulinemia. Genau das ist der Punkt. Dieser hervorstehende Bauch ist kein normales Übergewicht. Er ist das erste sichtbare Zeichen für zu viel viszerales Fett, also das gefährliche Fett, das sich tief im Bauchraum um deine Organe wickelt und die Bauchwand nach außen drückt. Aber die gute Nachricht ist, eine Fettleber ist keine unaufhaltsame Krankheit. Sie ist eine direkte Folge unserer modernen Ernährung und zu 100% umkehrbar. Unser Fahrplan für heute folgt genau den Erkenntnissen der Experten. Wir starten mit dem größten Hebel, der Ernährung. Danach schauen wir uns die entscheidenden Lifestyle-Faktoren an und zum Schluss die Rolle der Bewegung. Bist du bereit, die Kontrolle zurückzugewinnen? Dann lass uns loslegen. Wenn du zum Arzt gehst und die Diagnose Fettleber erhältst, was ist oft der erste Ratschlag? Essen Sie fettärmer. Das klingt logisch, oder? Fett in der Leber, also weniger Fett essen. Aber genau hier beginnt die große Täuschung. Ein Mythos, der von der Lebensmittelindustrie seit Jahrzehnten befeuert wird und deine Gesundheit systematisch untergräbt. Ich stand vor Jahren vor demselben Rätsel. Ich dachte, ich mache alles richtig. Wenig Fett, vermeintlich gesunde Vollkornprodukte. Trotzdem fühlte ich mich oft schlapp und energielos und hatte kein Sixpack. Die Wahrheit ist, unser Körper funktioniert nicht so simpel. Die Vorstellung, dass das Fett, das wir essen, direkt in unsere Leber wandert und sich dort einnistet, ist einfach falsch. Das entscheidende Prinzip, das du verstehen musst, heißt De Novo Lipogenese. Das klingt kompliziert, bedeutet aber nur die Herstellung von neuem Fett aus Nicht-Fettquellen. Und die Hauptquelle dafür sind Kohlenhydrate und insbesondere Zucker. Deine Leber ist der Projektmanager deines Stoffwechsels. Wenn du ein Stück Brot, eine Portion Nudeln oder ein zuckerhaltiges Getränk zu dir nimmst, wird das alles in Glucose und Fructose zerlegt. Deine Leber muss das verarbeiten. Zuerst füllt sie ihre kleinen Zuckerspeicher auf, das Glykogen, aber diese Speicher sind winzig. Was passiert mit dem Rest? Die Leber, unser genialer Projektmanager, wandelt diesen Überschuss direkt in Fett um. Sie stellt also aus Zucker ihr eigenes Fett her. Eine Studie von Dr. Carrie L. Donnelly aus dem Jahr 2005 hat genau das untersucht und festgestellt, dass bei einer Fettleber nur ein kleiner Teil des Fetts aus der Nahrung stammt. Der Großteil, rund 60%, kommt aus den eigenen Fettzellen und fast 30% werden durch genau diesen Prozess, die De Novo Lipogenese, direkt in der Leber neu gebildet. Das heißt, deine Leber ertrinkt in Fett, das sie selbst aus Zucker hergestellt hat.
Die Links zu im Video genannten Studien findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Besonders heimtückisch ist dabei die Fructose, der angeblich gesunde Fruchtzucker. Während fast jede Zelle deines Körpers Glucose verarbeiten kann, ist für Fructose fast ausschließlich die Leber zuständig. Ein Glas Apfelsaft, eine Cola und ja, auch ein gesunder Smoothie schickt eine Fructose-Flutwelle direkt in deine Leber, die keine andere Wahl hat, als daraus Fett zu produzieren. Darum ist der Mythos, Fruchtsäfte sind gesund, so gefährlich. Säfte sind Fructosebomben ohne die schützenden Ballaststoffe der Frucht. Selbst bei ganzen Früchten muss man aufpassen, wie Dr. Jamnadas hier bestätigt. And is there any other watch-out foods that, people think are healthy, but maybe if I was trying to have an optimally healthy heart, I should avoid? It's just going to surprise you. Excessive fruit. Because I'm not a very big follower of fruit. Fruit should be eaten only in season because it has too much fructose in it. Fructose being the sugars. Fructose is a sugar, and fructose causes fatty liver. So our overconsumption of fruit is another factor that is contributing to coronary artery disease and diabetes and fatty liver. And we think of fruit as being a healthy thing. You see? But fruit should only be consumed really in the fall and in season and in small amounts because that high fructose level really causes major changes in your metabolism. So I'm not too fond of fruit. You can eat fruit in season, small amounts of it. But people go crazy about fruit. I mean, I had a patient who was having mental problems as well as cardiovascular disease. And that's all he lived on is fruit. Morning, lunch, and dinner. And the moment we stopped that, his health changed completely. He got so much better. So excess of fruit is also no good. Der zweite entscheidende Faktor ist das Hormon Insulin. Jedes Mal, wenn du Kohlenhydrate isst, steigt dein Insulinspiegel an. Insulin ist ein Speicherhormon. Es gibt deiner Leber den Befehl, Energie speichern, Fettverbrennung stoppen. Wenn du ständig isst oder viele Kohlenhydrate zu dir nimmst, ist dein Insulin dauerhaft erhöht. Deine Leber ist in einem Dauerspeichermodus und kann das eingelagerte Fett gar nicht mehr abbauen. Der konkrete Tipp ist also radikal einfach und der absolut wichtigste Schritt. Reduziere drastisch deinen Konsum von Zucker, Fructose und vor allem jeglichem Getreide. Warum Getreide? Erkläre ich auch in meinem Video zum Thema Brot und Getreide. Lass dich nicht von Marketingbegriffen wie komplexe oder langsam verdauliche oder langkettige oder was auch immer Kohlenhydrate täuschen. Das ist oft nur eine Umschreibung für weniger ungesund. Aber weniger ungesund ist eben nicht gesund. Ganz egal ob Vollkorn, Haferflocken oder weißer Reis, sie alle lassen deinen Blutzucker stark ansteigen, deutlich stärker als Lebensmittel wie Eier, Fleisch, Fisch oder Avocados. Und genau dieser hohe Blutzucker führt zu hohem Insulin, dem Hormon, das deiner Leber befiehlt, Fett einzuspeichern. Was bedeutet das also ganz praktisch? 1. Streich alle zuckerhaltigen Getränke, jedes einzelne. Ersetze sie durch Wasser oder ungesüßten Tee oder Kaffee. 2. Vermeide jegliches Getreide und daraus hergestellte Produkte. Das heißt, kein Brot, keine Nudeln, kein Reis, keine Haferflocken. Ja, auch keine Vollkornprodukte. Und 3. Lies die Zutatenliste. Zucker und Getreidestärke verstecken sich überall, oft unter Dutzenden von Decknamen. Was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Schreib es mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele von uns schon auf der richtigen Spur sind und wie viele vielleicht noch in der Zucker- und Getreidefalle stecken. Big Food spielt uns einen üblen Streich. In den 80er Jahren begann die fettarme Low-Fat-Revolution. Fett wurde zum Bösewicht erklärt. Was hat die Industrie getan? Sie hat das Fett aus den Produkten entfernt. Aber Fett ist ein Geschmacksträger. Um die Produkte trotzdem genießbar zu machen, wurden massenhaft Zucker, Maissirup und billige Getreidestärke hinzugefügt. Das Ergebnis? Wir essen heute weniger Fett, aber die Raten von Fettleber, Diabetes und Übergewicht sind wirklich explodiert. Das ist kein Zufall, das ist das Ergebnis einer gezielten Marketinglüge, an der Big Food und Big Pharma jedes Jahr Milliarden verdienen. Aber wenn wir Zucker und Getreide reduzieren, was sollen wir stattdessen essen? Die Antwort wird dich vielleicht überraschen, denn sie hat viel mit den richtigen Fetten zu tun. Und warum die meisten Öle im Supermarkt pures Gift für deine Leber sind, erkläre ich dir gleich. Nachdem wir im letzten Kapitel den Hauptfeind entlarvt haben, geht es jetzt um die Verbündeten. Die gute Nachricht ist, deine Leber ist ein unglaublich regenerationsfähiges Organ. Du musst dir nur die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mein Weg war hier auch ein Lernprozess. Nachdem ich verstanden hatte, dass Kohlenhydrate das Problem sind, war die logische Konsequenz, meinen Fokus zu verschieben. Ich begann gezielt Lebensmittel zu essen, die die Leber unterstützen und entdeckte 2 mächtige Strategien. Die richtigen Fette und das intermittierende Fasten. Fangen wir mit dem Fett an. Der Mythos, Fett macht fett, ist, wie wir gesehen haben, falsch. Richtig ist, die falschen Fette machen dich krank.
Dein erster Schritt sollte sein, alle industriellen Samenöle aus deiner Küche zu verbannen. Das sind zum Beispiel Öle wie Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojaöl oder Distelöl. Und warum? Diese Öle sind extrem reich an Omega-6-Fettsäuren und werden unter hohem Druck und Hitze hergestellt, oft mit chemischen Lösungsmitteln. Dieser Prozess macht sie instabil und extrem entzündungsfördernd. Sie wirken im Körper wie Giftstoffe und wer muss diese Giftstoffe verarbeiten? Genau, deine Leber. Der konkrete Tipp lautet also: Ersetze industrielle Samenöle durch gesunde, natürliche Fette. Zum Braten bei hoher Hitze eignen sich Butterschmalz oder Ghee, also geklärte Butter, oder hochwertiges Kokosöl. Für Salate und kalte Speisen ist ein gutes, extra natives Olivenöl unschlagbar. Auch Fette aus natürlichen Quellen wie Avocados, Nüssen und fettem Fisch, Makrele zum Beispiel, sind hervorragend. Welche Lebensmittel ich seit Jahren verwende und worauf du beim Kauf achten solltest, habe ich dir in meiner Top 3 Produktseite zusammengestellt. Ich blende dir den QR-Code-Link zur Webseite hier ein. Den Link findest du aber auch unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Superfoods für die Leber. Die Natur bietet uns wie immer eine ganze Apotheke. Erstens Bitterkräuter wie zum Beispiel Löwenzahn. Der Spruch, bitter für den Mund, aber süß für den Magen, trifft hier perfekt zu. Bitterstoffe regen die Produktion von Galle an, die dabei hilft, Fette zu verdauen und die Leber zu reinigen. Du kannst Löwenzahnblätter einfach in deinen Salat mischen. Zweitens Kurkuma und Ingwer. Diese beiden Wurzeln sind extrem starke Entzündungshemmer. Eine Fettleber ist oft auch eine entzündete Leber. Ein frischer Ingwer- oder Kurkumatee kann hier wirklich Wunder wirken. Und drittens Kreuzblütlergemüse. Brokkoli, Blumenkohl und Rosenkohl enthalten Verbindungen, die die Entgiftungsenzyme der Leber unterstützen. Die zweite große Strategie ist das intermittierende Fasten. Das Prinzip ist einfach: Gib deinem Körper längere Pausen vom Essen. Wenn du fastest, sinkt dein Insulinspiegel drastisch. Das ist das entscheidende Signal für deine Leber, den Schalter von Speichern auf Verbrennen umzulegen. Sie fängt an, das eingelagerte Fett als Energiequelle zu nutzen. Wenn dir dieser einfache Zusammenhang zwischen Fasten und Fettverbrennung einleuchtet, gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Das hilft dem Algorithmus und damit der Gesundheit vieler Menschen. Du musst aber nicht tagelang hungern. Ein einfacher Start ist das 16:8-Modell. Du isst in einem Fenster von 8 Stunden und fastest die restlichen 16 Stunden. Zum Beispiel, indem du einfach das Frühstück ausfallen lässt. In meinem Video zum Thema Frühstück erkläre ich, wie du mit Intervallfasten ohne Hunger abnehmen kannst. Es ist die perfekte Ergänzung zu dem, was wir heute besprechen. Wenn du tiefer in das Thema Fasten einsteigen möchtest, kann ich dir das Buch Die Schlankformel von Dr. Jason Funk wärmstens empfehlen. Er erklärt die hormonellen Zusammenhänge brillant und für jeden verständlich. Dieses Buch und viele andere meiner Buchempfehlungen findest du auch auf meiner Webseite in der Kategorie Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit, Ernährung, Abnehmen. Wir haben jetzt über 90% der Lösungen zur nicht-alkoholischen Fettleber abgedeckt. Ernährung ist der absolute Schlüssel. Aber es gibt noch ein paar weitere Faktoren, die deine Leber belasten und ihre Heilung verlangsamen können. Lass uns diese Lifestyle-Verstärker genauer ansehen. Der erste und offensichtlichste Punkt ist Alkohol. Alkohol ist neben Fructose pures Gift für die Leber. Nur die Leber kann ihn verstoffwechseln. Dieser Prozess hat Vorrang vor allem anderen, damit das Gift, also der Alkohol, schnell aus dem Körper gelangt. Der Abbau von Alkohol hemmt die Fettverbrennung, verbraucht Unmengen an wichtigen Nährstoffen und blockiert den Abtransport von Fett aus der Leber. Jedes Glas Alkohol ist ein direkter Schlag für deine Leber und macht alle anderen Bemühungen zunichte. Wenn du es ernst meinst mit deiner Lebergesundheit, ist der Verzicht auf Alkohol der konsequenteste Schritt. Der zweite Punkt ist die generelle Toxinbelastung. Deine Leber ist dein Hauptentgiftungsorgan. Sie muss alles verarbeiten, was du über die Haut, die Lunge und die Nahrung aufnimmst. Wir leben heute in einer Welt voller Chemikalien. Pestizide auf Lebensmitteln, Weichmacher in Plastikflaschen, aggressive Chemikalien in Reinigungsmitteln, Aluminium in Deos etc. Jede einzelne dieser Substanzen bedeutet Arbeit für deine Leber. Wenn sie ständig damit beschäftigt ist, externe Giftstoffe abzubauen, hat sie weniger Kapazitäten für ihre eigentlichen Aufgaben, wie den Fettstoffwechsel zum Beispiel. Der konkrete Tipp: Reduziere deine Toxinbelastung, wo immer du kannst. 1. Kaufe, wenn möglich, Bio-Lebensmittel, besonders bei Obst und Gemüse mit dünner Schale. 2. Verwende Trinkflaschen aus Glas oder Edelstahl statt Plastik. Und 3. Steige auf natürliche Reinigungs- und Körperpflegeprodukte um. Auch hier gilt, es gibt mittlerweile fantastische Alternativen. Eine Auswahl der Produkte, die ich für unbedenklich halte und selbst nutze, von Zahnpasta bis Deo, findest du auch auf meiner Produktseite in der Kategorie Top 3 Produkte Körperpflege. Der dritte Punkt ist ein kritischer Blick auf das Gesundheitssystem. Hier müssen wir über Big Pharma sprechen. Das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie basiert nicht darauf, Krankheiten zu heilen, sondern Symptome zu behandeln. Für die Fettleber gibt es keine magische Pille.
Stattdessen werden oft Medikamente für Begleiterscheinungen verschrieben, die das Problem sogar verschlimmern können. Das beste Beispiel sind Statine, also Cholesterinsenker. Eine Fettleber geht oft mit erhöhten Cholesterinwerten einher. Ein Statin zu verschreiben ist ein typischer Reflex deines Arztes. Aber das ist, als würde man die Motorleuchte im Auto abklemmen, anstatt den Motor zu reparieren. Schlimmer noch, Statine blockieren ein Enzym namens Coenzym Q10, das für die Energieproduktion in deinen Zellen unerlässlich ist. Das trifft die Organe am härtesten, die am meisten Energie brauchen. Dein Gehirn, dein Herz und, du ahnst es schon, deine Leber. Du entziehst der Leber also genau die Energie, die sie zur Heilung und Entgiftung bräuchte. Das ist wirklich absurd. Wenn du jemanden kennst, der Cholesterinsenker nimmt und sich ständig müde und schlapp fühlt, teile dieses Video mit ihm oder ihr. Diese Informationen könnten wirklich ein Augenöffner sein. Das führt uns zum Mythos, für jedes Problem gibt es eine Pille. Falsch. Die stärkste Medizin ist oft das, was du weglässt. Es geht um Eigenverantwortung. Ein Patient aus den analysierten Videos bekam von seinem Arzt zu hören, sie könnten aufhören, Zucker zu essen. Aber das werden sie eh nicht tun. Dieser Patient hat die Herausforderung angenommen. Er hat seine Ernährung umgestellt und 90 Tage später waren seine Leberwerte wieder normal. Das zeigt die unglaubliche Kraft, die in deinen eigenen Händen liegt. Denk dran, keiner kommt, um dich zu retten. Das ist dein Leben, dein Körper, deine Verantwortung. Zum Abschluss noch ein kurzes, aber wichtiges Kapitel zur Bewegung. Auch hier kursieren viele Mythen und Lügen. Allen voran der Glaube, mehr ist immer besser. Aber bei einer Fettleber geht es nicht darum, sich im Fitnessstudio zu quälen oder einen Marathon zu laufen. Ganz im Gegenteil. Übermäßiges Ausdauertraining, wie zum Beispiel stundenlanges Laufen oder Radfahren, kann sogar kontraproduktiv sein. Es setzt den Körper unter massiven Stress und führt zu einer hohen Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Dieser chronische Stress fördert systemische Entzündungen im Körper. Genau das, was wir bei einer Fettleber vermeiden wollen. Aber hör selbst, was Dr. Jamnadas, ein renommierter Kardiologe, dazu sagt. Is there a particular exercise that is best for the heart? Because I'm guessing resistance training, i.e. strength training, might not be the number one recommendation for good heart health. You mentioned HIIT. I'm wondering if that's... Yes. So I'm just going to tell you, broadly speaking, what I see in my practice. I see that people who overly do aerobic activity, that means they cycle 100 miles a day, or they're running on their treadmill for 2 hours at a time every day, or they're doing a lot of marathon training all the time, they actually end up with more inflammation in the body, and they end up with more coronary artery disease than patients who do short sprints and patients who do resistance exercises and patients who do HIITs. So in terms of cardiology, you need some aerobic training. Why? Because you want to develop some endurance, right? You don't want to be running behind the bus and get short of breath just in a few hundred feet. So for some endurance, you do aerobic activity. How much aerobic activity? Which is running on the treadmill, for example, or just sprinting? Only about 15 to 20 minutes. That's it. Bewegung ist also eine wichtige unterstützende Maßnahme, aber sie ist sekundär zur Ernährung und muss intelligent eingesetzt werden. Das Ziel ist es, die Insulinsensitivität deines Körpers zu verbessern und die Fettverbrennung sanft zu unterstützen, ohne neuen Stress zu erzeugen. Die wissenschaftliche Begründung ist einfach. Aerobes Training, also Bewegung bei niedriger bis moderater Intensität, bei der du dich noch unterhalten kannst, verbrennt primär Fett als Energiequelle. Das ist genau das, was wir wollen. Krafttraining wiederum baut Muskeln auf. Mehr Muskelmasse bedeutet mehr Platz, um Zucker zu speichern, was die Leber entlastet und die Insulinsensitivität verbessert. Der konkrete Tipp ist also eine intelligente Kombination. Erstens, Fokus auf sanftes aerobes Training. Gehe täglich spazieren, mache leichte Wanderungen, fahre Rad oder gehe schwimmen. Ich zum Beispiel nutze ein Bürolaufband für mindestens 3 Stunden pro Tag bei ca. 2,3 km/h pro Stunde, was für mich eine ideale Geschwindigkeit zum Arbeiten am PC ist. Das ist nicht nur gut für meinen Rücken, sondern auch gut für meine Fettverbrennung. Und zweitens, ergänze mit Krafttraining. 2 bis 3 Einheiten pro Woche mit dem eigenen Körpergewicht sind perfekt. Kniebeugen, Liegestütze, Klimmzüge, das reicht völlig aus, um deine Muskeln zu aktivieren und deinen Stoffwechsel zu verbessern. Wenn du wissen möchtest, wie mein Trainingsprogramm aussieht, schau dir gerne mein Video zum Thema an, in dem ich einen Plan mit 278 Übungen und meinen Trainingsplan kostenlos veröffentlicht habe. Du musst dich nicht quälen. Es geht um Regelmäßigkeit und die richtige Art der Belastung. Hier ist ein tolles Zitat von Vince Lombardi, einem ehemaligen NFL-Trainer. Erfolg kommt nicht über Nacht. Er ist das Ergebnis von kleinen, disziplinierten Schritten, die Tag für Tag gemacht werden. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Erstens, du denkst, Fett ist der Feind. Falsch. Deine Leber stellt ihr eigenes Fett aus Zucker und Kohlenhydraten her.
Zweitens, du isst ständig kleine Mahlzeiten. Das hält dein Insulin hoch und blockiert jede Fettverbrennung. Und drittens, du trinkst gesunde Säfte oder Alkohol. Beides ist pures Gift, das deine Leber direkt überlastet und verfettet. Die Lösung ist radikal einfach. Iss echtes Essen statt Industrieprodukte. Gib deiner Leber durch Essenspausen Zeit zum Heilen und streiche die beiden Hauptgifte, Zucker und Alkohol. Das ist der Kern der Sache. Schreib du mir gerne unten in die Kommentare, welcher dieser Punkte hat dich am meisten überrascht. Wenn du verstanden hast, dass Gesundheit eine bewusste Entscheidung ist, dann bist du hier genau richtig. Über 70% der Zuschauer haben diesen Kanal aber immer noch nicht abonniert. Was das Thema für nächste Woche angeht, habe ich mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte, dass du mitbestimmst. In meinem Telegram-Kanal werden wir darüber abstimmen. Wenn du also Teil der Community werden und diesen Kanal aktiv mitgestalten willst, komm gerne dazu. Danke fürs Zuschauen. Bleib gesund, bleib kritisch und denk immer dran. Der Mensch gräbt sein Grab mit dem Messer und der Gabel. Und da du bis zum Ende dran geblieben bist, habe ich hier noch ein Zitat von Jim Rohn als Bonus. Disziplin ist die Brücke zwischen Zielen und deren Erreichung. In diesem Sinne, Peace out.